Conchita, du sprichst Synchronstimme für Jordan Dunn im Absolutely Fabulous Film. Wann bist du das erste Mal mit AbFab in Berührung gekommen? Ich denke, das erste Mal, als ich davon gehört habe oder die Witze gehört habe, war, als ich ungefähr 16 Jahre alt war und einige meiner Freunde begonnen haben, eben die zwei Charaktere zu zitieren. Und ich dachte mir, unfassbar, wie lustig meine Freunde sind und wie großartig. Bis ich dann nach kürzester Zeit drauf kam, dass es sich eben um diese Show handelt, um Absolutely Fabulous. Und dann fand ich sie nicht mehr so lustig, einfach nur gut im Imitieren. Und es hat mir von Anfang an wahnsinnig viel Spaß gemacht, den zwei Charakteren zuzusehen, wie sie sich entwickeln. Was ich so sehr liebe, gerade an der Art und Weise, wie Jennifer Saunders arbeitet, ist, dass sie es schafft, mich zumindest in Situationen zu bringen, wo ich mich frage, Gott, darf ich jetzt lachen? Eigentlich dürfte ich darüber nicht lachen. Und schon allein diese Tatsache bringt mich dazu, über gewisse Dinge nachzudenken. Und darüber nachzudenken, was sie sich dabei gedacht hat, wieso schreibt sie das so, wieso sind die Charaktere, wie sie sind. Und das ist wahnsinnig toll, dass es eine Show schafft, Humor und Freude zu verbreiten, aber auch noch die Möglichkeit gibt, wenn man will, ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Ich glaube, das ist ja der Erfolg der Serie und klar, alle warten auf diesen Film. Ich kenne ganz viele Leute, die schon Karten vor Wochen gebucht haben für den Deutschlandstart. Das ist halt eher so dieses, also noch vor Sex in the City, dass man so zeigte, wie Frauen eigentlich auch wirklich sein können, nämlich wie Kerle unter Umständen. Welchen Charakter findest du besser oder ehrlicher? Patsy. Warum? Ich liebe Patsy. Patsy ist so, wie ich sein will. Wenn welche alt bin, Eigenschaft magst du an mir besonders? Ich will 5 Zigaretten rauchen auf einmal. Ich will mich um 10 Uhr vormittags betrinken dürfen und trotzdem großartig aussehen und eine Firma leiten. Das ist doch everybody's dream, oder nicht? Zumindest ist das meine. Ich kenne mich auch in Patsy in gewisser Art und Weise immer ein bisschen wieder, wenn es darum geht, wie sie mit Eddie umgeht. Auch wenn man sagen möchte, dass die beiden egoistisch sind und selbstsüchtig und sich nicht wahnsinnig um die Meinung anderer scheren oder um das Wohlbefinden anderer scheren. Sie scheren sich umeinander. Also das ist so eine tiefe Freundschaft, die vielleicht auch nur in ihrer beiden Köpfen funktioniert und für andere vielleicht nicht wirklich verständlich ist. Wo ich mich wiedersehe, ist, wenn Patsy so Anspruch erhebt auf Eddie. Wenn Eddie eigentlich was zu tun hat und mit ihrer Tochter oder sonst was und Patsy ihr aber klar macht, dass sie jetzt mit ihr shoppen zu gehen hat. Ich habe einige Freundinnen, mit denen ich auch so verfahre, die dann sagen, ja, eigentlich wollte ich mit meinem Freund heute Abend essen, aber lass uns ausgehen. Und ich so, okay. Also bist du eher diejenige, die Sünde, die meint, ach, lass doch einfach mal die Pflichten und... Ja, definitiv nicht so, wie das in AbFab funktioniert, aber doch, ich lasse dann auch manchmal die Sorgen einfach Sorgen sein und beschäftige mich an einem Abend einfach mit etwas anderem. Zum Beispiel? Also wo kannst du... Ganz egal. Was macht dich super happy oder wenn du sagst, ich bin heute wirklich, ich habe keinen Bock auf diese Welt, was tust du dir Gutes, wo du sagst... Was immer funktioniert, sind meine Freunde. Immer. Was auch immer funktioniert, ist Comedy und nicht zuletzt Absolutely Fabulous. Also über wie viel Liebeskummer mich Harpe Kerkeling schon hinweggetröstet hat, ohne dass er es weiß, ist unwahrscheinlich. Und ja, das sind so diese Auszeiten von dieser Welt, die ich mir nehme. Du hast die Freundschaft angesprochen zwischen beiden. Das ist ja wirklich das Besondere an diesem Film, dass sie sich ja quasi, man kann ja von Liebe sprechen, also so bedingungslos, so unterschiedlich wie sie sind und sie ergänzen sich super. Hast du solche Menschen in deinem Leben, wo du sagst, auf die kann ich nicht mehr verzichten? Also ich habe einen Freundeskreis, für den ich unfassbar dankbar bin und ich auch dankbar bin, dass wir eine Gruppe an Menschen sind, die ohne viel Aufwand miteinander funktionieren. Wir sind alle sehr respektvoll und gehen respektvoll miteinander um, aber es ist nicht so, dass man sich zusammenreißen muss. Es ist mit einer Natürlichkeit, wird jeder so akzeptiert, wie er oder sie ist. Und es ist einfach immer
das ist meine zweite Familie. Also man hat ja im besten Fall tatsächlich zwei, eine, die man sich aussucht und die andere, in die man eben hineingeboren wird. Was ist denn Anspruch, also was müssen deine Freunde für dich haben? Da hat ja jeder so seine Definition, die einen sagen, die müssen immer für mich da sein, die anderen sagen, sie müssen... Nein, tiefste Ehrlichkeit, das ist das Einzige, das zählt und das Einzige, und ich glaube auch eines der wichtigsten Dinge, die wir aneinander schätzen, weil wir haben die Möglichkeit, Probleme anzusprechen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass der andere oder die andere sauer ist. Und wir haben die Möglichkeit, jemanden, wie soll ich sagen, es gibt keine Berührungsängste, es gibt keine Situation von, ach, das kann man mit ihr nicht besprechen, weil dann ist das so oder das ist so, es ist alles einfach ganz klar und ganz, ganz offen und selbstverständlich. Einer der wichtigen Parts in dem Film ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Hommage an Kate Moss. Und Stella McCartney. Genau, Jennifer Saunders auch, aber so Kate Moss ist ja wirklich... Ja, ist das ja so ein bisschen Allumfassende. ist ja der Plot, und sie hat ja auch dazu was gesagt, dass sie halt so, also ich meine, da ist sie ja nicht alleine, dass Kate Moss hat für sie trotzt halt allen Regeln, und bewunderst du sie auch, oder? Ja, Kate Moss ist also ich meine, sie absolut... ist ja nun wirklich durch einige Auf und Abs gegangen, und ist immer wieder, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was Patsy und und Eddie ausmachen, quasi. Sie fallen immer auf die Nase und kommen immer irgendwie, sei es nur mit Champagner, aber immer wieder mit einem Lächeln und mit Humor auf die Beine. Kate Moss ist definitiv ein Punk. Also die hat in vielerlei Hinsicht sicher nicht die Regeln der Modewelt mitgespielt. Natürlich, die ist ikonenhaft. Die gibt es jetzt auch schon ewig und sieht immer noch so aus wie früher. Und wie soll ich sagen, das ist... ich kann die Liebe zu Kate Moss verstehen. Und sie verweigert sich ja auch dem ganzen Social Media. Für dich ist das, glaube ich, aber keine Option, oder? Tatsächlich ist es für mich keine Option. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich es wahnsinnig genieße. Aber nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich mich oft für viel zu langweilig halte und mich auch frage, warum sollte ich jetzt mein Essen posten? Oder ich denke mir dann eher, ich gehe den Menschen damit auf die Nerven. Aber meine Fans bestätigen mir sehr, sehr oft, dass ich ihnen nicht auf die Nerven gehe und dass sie sich über alles freuen. Und deswegen mache ich das auch ganz offen gesagt ihnen zuliebe. Denn sie wollen mit mir einen Connect herstellen, der über Fernsehen und Musik hinausgeht. Und das ist natürlich sehr, sehr schmeichelnd und rührend. Und deswegen mache ich das auch. Ja. Du synchronisierst ja Jordan Dunn. Sie ist ein farbiges Model, und sie ist eine ja auch diejenige, die sich wirklich für Akzeptanz und Gleichberechtigung und gegen Rassismus auch in der Modebranche, der so traurig, wie es ist, immer noch da ist. Siehst du da Parallelen zu dir? Also du bist ja auch eine Kämpferin für eine Sache und für Akzeptanz. Also ich denke, dass wir eine ähnliche Art und Weise haben, wie wir die Welt sehen. Sonst ist zu sagen, dass sie wunderschön ist, wahnsinnig erfolgreich. Alleinerziehende Mutter, das heißt, wir haben so gut wie nichts gemeinsam, bis auf die Einstellung. Aber ich kannte Jordan Dunn vorher auch schon. Nicht, dass ich mich ausführlich mit ihr beschäftigt hätte, aber es ist, ja, wie sie auch selber sagt, leider immer noch der Fall, dass es eben Rassismus gibt in der Modebranche, prinzipiell in unserer Gesellschaft und der Welt. Und das ist immer wieder noch, und das ist auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig, immer noch wieder so was ganz Spezielles ist, wenn man so eine wunderschöne, farbige Frau sieht auf einem riesen Burberry-Plakat. Und ich finde das großartig, aber im gleichen Moment denke ich mir dann, schade eigentlich, dass ich das so außerordentlich großartig finden muss, weil eigentlich sollte es ja vollkommen normal sein und legitim. Und da sind, wie soll ich sagen, ist die Gay-Community natürlich auch in einer ähnlichen Position. Und gerade auch was das Showbusiness anbelangt, es gibt so viele verschiedene, unzählige Missstände, die aus der Welt geschafft gehören, aber man kann nicht mehr tun, als kontinuierlich daran zu arbeiten. Gibt es noch, also
Ich kriege hier Kommentare eingespielt. Hallo meine Lieben, by the way. Es gibt wirklich 2 Kommentare, die irritiert sind jetzt von deiner Person. Passiert dir das noch häufig? Ja, also das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich würde lügen, wenn ich sage, als ich die erste Drag Queen mit Bart gesehen habe, dass es für mich eine Selbstverständlichkeit war. Es hat mich auch zuerst irritiert und dann sah ich aber diese unfassbare Schönheit darin. Und nicht die Schönheit, die zwingend an optischen Gründen messbar ist, sondern einfach zu sagen, und ja, ich will ein feminines Augen-Make-up und ich will aber auch meinen Bart und ich trage gerne High Heels und bin aber trotzdem ein Mann. Das finde ich einfach sensationell und das ist das, wofür ich lebe und atme, mein Leben so großartig wie möglich zu gestalten. Und meine Eltern haben mir simple Regeln mit auf den Weg gegeben. Sei respektvoll und tu niemandem weh. Und wenn ich das abhaken kann, diese Checklist, dann bin ich am richtigen Weg. Und alles andere, ich respektiere jede Meinung über mich, wie auch andere Menschen meine ungefragte Meinung respektieren müssen. Aber ich beschäftige mich halt nicht damit. Deswegen lass uns noch mal ein bisschen über den Film sprechen. War das erste Mal, dass du synchron gesprochen hast? Nein, das war tatsächlich es war das zweite Mal. Ich habe das erste Mal einen Film gesprochen, einen Kinderfilm, da war ich eine Schneeeule, eine russische Schneeeule. Das war eigentlich, obwohl es der gleiche Job ist, eigentlich was ganz anderes, denn diese Schneeeule war ein fiktiver Charakter, den konnte ich in meiner deutschen mit meiner deutschen Synchronstimme auch ein Stück weit miterfinden. Das kann man natürlich mit einer lebenden Person schlecht. Deswegen war die Konzentration bei Absolutely Fabulous definitiv eine andere als damals bei den Pinguinen von Madagaskar. Wenn Jordan den Mund aufmacht, dann muss ich den Mund auch aufmachen. Und das in der exakt gleichen Millisekunde wie sie. Bei einem Animationsfilm ist da noch ein bisschen Spielraum. Das ist, vor allem hatte die ja auch natürlich einen klitzekleinen Schnabel und dann sieht man nicht gleich, ob sich der bewegt oder nicht. Also das war wohl ein guter Einstieg, um das mal auszuprobieren. Aber tatsächlich Menschen zu synchronisieren, das ist schon, das erfordert schon wirklich sehr viel Konzentration. Jean Bourgoudi hatte ja auch einen Cameo-Auftritt im Film. Ja. Ihr habt eine ganz gute Verbindung. Hättest du es nicht toll gefunden, auch im Film vorzukommen? Also natürlich. Im On? Hätte ich gewusst, dass dieser Film in Planung ist, wäre ich die Erste gewesen, die angerufen hätte. Ich hätte alles gemacht, ich hätte Kaffee gekocht am Set. Es wäre mir egal gewesen. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich hatte auch eine Einladung zur Premiere nach London und ich konnte nicht hin und ich war so wahnsinnig traurig. Aber ich habe mich dann eben gefreut, dass ich wenigstens so meine kleine Zehe dann doch noch im Team AbFab habe. Klar, großer Schwerpunkt ist natürlich auch Fashion im Film. Es geht ja eigentlich um eigentlich eine Persiflage auch auf die Fashion-Welt ein bisschen. Du bist auch, also Mode spielt für dich auch eine große Rolle. Was für eine große Rolle? Also für mich was versuchst du mit Mode auszudrücken? Oder? Zum einen bin ich ausgebildet darin, Kleider herzustellen und habe Modedesign auch gelernt und das auch mit Abitur abgeschlossen. Danke der Nachfrage. Und insofern interessiert mich das schon mein Leben lang. Und für mich ist Mode, welche Überraschung, wahnsinnig wichtig, um Charaktere zu erschaffen, um das zu tun, was ich mache. Es ist für mich eine Möglichkeit, ohne Worte zu sagen, wie es mir geht. Ein Kleidungsstück schafft es, wenn es mir nicht gut geht, mir Selbstbewusstsein zu suggerieren. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele, das kennen nicht ganz viele, das kennt jeder von uns, wenn wir ausgehen und wir haben einen tollen Look an und wir sehen uns im Spiegel und fühlen uns pudelwohl, dann ist der Abend anders als vergleichsweise, wenn ich da einen riesen Pickel habe und eigentlich gar keine Lust habe auszugehen. Und das sind so simple Beispiele, aber lustigerweise passieren ja dann die absurdesten Dinge. Ja, das ist auch wahr. Das ist auch wahr. So ein Pickel kann dich weit bringen, wenn du willst. Aber Mode hat schon wirklich auch eine wahnsinnige Strahlkraft. Bei allem, wie soll ich sagen, es ist am Ende des Tages die Modeindustrie sowie das Showbusiness nichts Essentielles. Und es ist keine Operation am offenen Herzen. Und wenn man sich dessen immer bewusst ist, dann kann man auch, wie soll ich sagen,
die Mode mit einer Ernsthaftigkeit sehen, die ihr auch gebührt. Also ich würde jetzt nicht, wie soll ich sagen, anfangen zu weinen, weil mein Kaschmir-Pulli eingelaufen ist. Wovon lässt du dich inspirieren? Ich meine, du musst ja auch Bühnenoutfits. Hast du jemanden, mit dem du zusammenarbeitest? Ich bin in der glücklichen Situation, einen Stylisten zu haben und wir beide haben immer den totalen Nerd-out, wenn eine neue Lieferung an Bestellungen eintrifft. Man muss sich das so vorstellen, dass ich all diese wunderschönen Dinge geborgt bekomme von den großartigen Designern dieser Welt. Und die schicke ich dann wieder zurück und immer wieder, wenn was Neues kommt, eben aufgrund meiner Ausbildung, gucke ich sofort rein, wie wurde das genäht, wie wurde das gemacht, unfassbar, wie das gelöst wurde. Und es ist eben schon auch eine Leidenschaft. Ja. Gibt es bevorzugte? Also, wen magst du besonders? Ich würde nicht sagen, dass ein Designer, dass mir alles gefällt von einem Designer, wobei doch Victoria Beckham. Von ihr würde ich wohl wahrscheinlich alles anziehen. Aber ich schränke mich auch nicht so ein. Also es gibt viele Dinge, die ich wunderschön finde, die ich aber nie anziehen würde, weil ich weiß, dass es mir nicht steht oder nicht mein Stil ist oder wie auch immer. Also ich kann da wirklich auch schon differenzieren. Aber aufgrund der emotionalen Nähe ist natürlich Jean Paul my one and only. Also kriegst du nur was geborgt von ihm oder kaufst du auch Sachen von ihm, von Jean Paul Gaultier? Man muss sagen, dass die Dinge, die ich tragen darf, mein Budget bei Weitem überschreiten. Also da laufe ich dann in einem Couture-Outfit über den Red Carpet und denke mir die ganze Zeit, oh mein Gott, da ist eine Wand nicht ankommen, oh mein Gott, bitte steig nicht drauf, bitte. Weil man ständig, ich habe so einen Respekt vor diesen Kleidungsstücken und so einen Respekt vor dieser unfassbaren Arbeit, die da hineinfließt, dass ich dann auch froh bin, wenn ich es wieder unversehrt zurückgeben kann. Komm nochmal auf den Film ein bisschen zurück, auf die Handlung. Ich finde ja auch, dass der so eine Hommage an das Altern ist, an das Nicht-Altern. Altern, du weißt, was ich meine. Denkst du manchmal schon über das Alter nach oder wie sehe ich mich in 50 Jahren? Und ich habe da wohl einen sehr, sehr ungewöhnlichen Zugang. Ich meine auch oft, dass ich mich viel älter benehme, als ich eigentlich bin. Und ich glaube, das ist für viele auch langweilig. Aber ich bin fasziniert also meine Großmutter ist eine meiner größten Inspirationen. Ich liebe es, wenn man es schafft, und das sollten alle schaffen, wenn Alter eben eigentlich nur eine Zahl ist und man sich nicht bremsen lässt. Und das Einzige, was sich bremsen sollte, ist ein Körper, der leider aufgrund der Jahre irgendwann eben nicht mehr so fit ist wie vor 20 Jahren. Aber der Kopf sollte das nicht tun und schon gar nicht die Gesellschaft. Und deswegen finde ich das so wichtig und toll, dass gerade auch in diesem Film gezeigt wird, dass Alter nur eine Zahl ist und sie aber trotzdem Vollgas geben. Ich habe noch 2 Fragen. Einmal, es gibt das Verhältnis zwischen Eddie, also Jennifer Saunders, und ihrer Tochter Saffy ist ja wirklich nicht von Herzlichkeit geprägt, jedenfalls nicht im Film. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Ach, also ich wollte schon einsteigen, um über das Verhältnis dieser beiden zu reden. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist großartig. Also ich darf mich wirklich glücklich schätzen, 2 Familien zu haben, die ich wirklich toll finde. Denn das kann ja auch passieren, das ist ja auch, meine Mutter sagt das auch immer wieder, nur weil wir deine Eltern sind, müssten wir nicht zwingend deine Freunde werden. Aber es ist der Fall. Und je älter ich werde, desto mehr begegnen wir uns auch auf Augenhöhe. Nicht falsch zu verstehen, meine Mutter ist immer meine Mutter und wenn ich 50 bin und sie sagt, nimm die Füße vom Tisch, dann nehme ich die Füße vom Tisch. Aber es wird aus einem Eltern-Kind-Verhältnis doch eine Art Freundschaft mit dem Hintergrund, dass sie immer noch deine Eltern sind. Ist das verständlich? Es gab noch eine Frage zu deinen Tattoos. Ja. Wie viele hast du? Ich habe 3 Tätowierungen. Also zum einen habe ich hier die kleine Meerjungfrau, weil die mir das Singen beigebracht hat. Und das ist tatsächlich ein Symbol für meine Familie. Das ist ein bisschen lange zu erklären, aber hier drin versteckt sind die Initialen meiner Mutter, meines Vaters und meines Bruders. Und am Rücken habe ich meine Mutter tätowiert. Alles klar. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.